Hi YouTube, wie klingen eigentlich 1000 € Unterschied bei dem Becken? Ist teurer wirklich immer besser? Und wie fühlt sich das beim Spielen an? All das in diesem Video und noch ein paar Tipps von mir, was die Becken betrifft. Ich bin seit vielen Jahren glücklich mit meinem Bison Becken-Setup von der Firma Meinl und spiele dies so ziemlich zu jedem Anlass. Ich persönlich mag grundsätzlich eher größere Becken, die aber von der Materialstärke her nicht zu dick und zu schwer sind und schnell ansprechen, aber auch schnell wieder verschwinden und ausklingen. Außerdem bevorzuge ich eher dunkle und trockene Sounds, die im Setup gut miteinander funktionieren, die eine große dynamische Bandbreite abdecken und ein butterweiches Spielgefühl haben. Die Regeln sind klar, ich baue meinen 20er Bison Crash ab, denn wir vergleichen ein Standard-Setup aus Hi-Hat, einem Crashbecken und dem Ride-Becken miteinander. Ich habe wirklich dieses Setup noch nie in der Konstellation hier beim Aufnehmen an diesem Drumset in diesem Raum gespielt. Ich habe keine Ahnung, wie sich das anfühlt, aber ich wollte genau das, dass man auch im Video sieht, dass ich mein Spiel anpassen muss, dass ich schnell hier mich auf die neuen Becken einstellen muss. Los geht's!
Das fühlt sich ganz schön ungewohnt an. Ich habe das Gefühl, als wollte ich lauter spielen und das ganze Drumset verändert sich total und reagiert anders. Ich spiele auch andere Sachen. Interessant. Das ist ein krasser Unterschied. Als erstes vorweg, ich werde weder von der Firma Meinl für dieses Video unterstützt oder steht das in irgendeinem Zusammenhang, sondern die Becken habe ich alle im Laufe der Zeit angeschafft und gehören mir selbst. Und ich wollte einfach mal das hier in diesem Setup ausprobieren. Der Vergleich hinkt natürlich bei diesem riesigen Preisunterschied. Aber was ich mit diesem Video bezwecken will, ist, die Becken sind natürlich ein ganz entscheidendes Ausdrucksmittel deiner Stimme hier am Instrument und die decken ganz wichtige Frequenzen ab. Also die Becken können die Musik und den Sound unterstützen, sie können aber auch den Sound direkt kaputt machen. Und ich habe wirklich ganz oft in der Praxis erlebt, dass Leute einfach für ihren Einsatzzweck die falschen Instrumente dabei haben. Und damit kommen wir der Sache schon etwas näher, wer hier als Gewinner hervorgeht. Natürlich für mich der höherwertigere, der teurere Bisons Beckensatz, hier wesentlich musikalischer einsetzbar. Ich kann viel dynamischer spielen, das Spielgefühl ist angenehmer, butterweich und viel feiner und filigraner, alles hier im Sound. Ich höre weniger auch von dem Anschlag des Stocks hier, also es klingt hier weicher. Die Becken schwingen auch ganz anders aus. Beim HCS Einsteigerset merkt man also den harten Anschlag und beim Ausklingen diesen eher schroffen, glockenartigen Sound mit vielen Frequenzen, die man eigentlich nicht haben will. Natürlich ist das auch etwas dem Material geschuldet. Dieser Beckensatz ist aus Messing und eben nicht aus der höherwertigeren Bronzelegierung. Es gibt aber aktuell, und deswegen ist das auch ein älteres Logo, zwei verschiedene HCS-Modelle. Das ist ein älteres Set hier. Aktuell gibt es dieses Messing-Set um die 200 € und für etwas mehr Geld dann auch das Setup aus Bronze, das vielleicht noch etwas höherwertiger klingt. Trotzdem finde ich ihn als Einsteigerset zu diesem Preis völlig okay und es ist besser als alles, was ich am Anfang hatte. Man bekommt hier sauber gefertigte, maschinell gefertigte Becken, die auch was aushalten, die ganz gut auch aussehen, die zusammenpassen. Also das geht hier völlig in Ordnung. Zuerst für die Anfänger oder Einsteiger, ich würde dir empfehlen, leg dir dein Budget fest, wie viel kann und willst du ausgeben und schau dich in diesem Preisbereich um. Was gibt es von den verschiedenen Herstellern? Welche Eigenschaften sollen deine Becken haben? Was willst du damit machen? Musikalisch, welche Dynamik möchtest du abdecken? Welche Materialien gibt es? Und so weiter und so fort. Bei so einem Beckenset, wie wir es hier beim Meinl HCS haben, hast du den Vorteil, die Becken sind etwas günstiger, als wenn du sie einzeln kaufst. Sie passen einfach im Setup zusammen und sehen auch gleich aus. Aber das ist kein Muss. Mein bester Tipp hier aus eigener Erfahrung, das werden viele, die schon länger spielen, bestätigen können. Zu euch komme ich gleich. Weniger ist mehr, also lieber würde ich auf das eine oder andere zusätzliche, vielleicht Effektbecken oder zusätzliche Crash hier verzichten und das Geld in weniger, aber dafür hochwertigere Becken investieren. Die tragen einfach mehr zu deinem Sound bei, du spielst sie öfters und hast länger was davon. An alle Fortgeschrittenen und auch Experten da draußen, natürlich ist das super individuell. Jeder hat hier andere Geschmäcker und bevorzugt vielleicht den Hersteller oder diese Art von Becken. Das ist völlig klar. Aber auch hier finde ich ganz wichtig, nicht stehen zu bleiben, sondern vielleicht auch mal, selbst wenn man sein Setup schon sehr lange spielt, neue Dinge auszuprobieren, so wie ich das hier auch in dem Video gemacht habe. Natürlich mit einem krassen Unterschied hier auf günstigere Becken, aber vielleicht auch mal ein größeres Becken auszuprobieren oder ein Becken, was vom Material her dünner ist als die ich gewohnt bin. Gefällt mir der Sound? Funktioniert das auch in verschiedenen Setups? Ich weiß zum Beispiel, dass meine Becken nicht wirklich gut funktionieren, wenn es wirklich auf die Mütze ist. Also wenn ich auf großen Bühnen sehr laut spielen muss, würde ich eventuell auf was anderes zugreifen. All diese Dinge bereichern einem, glaube ich, und bringen neue Erkenntnisse. Wenn du sehen willst, wo mein HCS-Satz hier wirklich im Einsatz ist, dann schau dir
dieses Video hier an und hier unten habe ich nochmal ein sehr beliebtes Video verlinkt, wo es um den Snare Drum Sound und 5 Tipps von mir zur Snare Drum geht. Ansonsten vielen Dank fürs Anschauen, lass mir wie immer ein Like da, wenn es dir gefallen hat und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin alles Gute.